wunderschöne Blumen bei uns hier im Kleingarten. Ihr habt letztens gefragt oder gesagt, dass ihr euch mal ein Blumen-Special wünschen würdet. Und da habe ich mir gedacht, naja, mit wem könnte man denn ein besseres Blumen-Special machen als mit Gitti? Also habe ich mich heute mit ihr verabredet und ich sehe sie auch schon vor ihrem Garten. Sie wartet und wird mir mal zeigen, was ihr Blumengarten derzeit so zu bieten hat. Kommt mal einfach mit, bleibt dran. So, jetzt gucke ich hier noch in eine Blume bei uns rein, aber schwenke direkt mal rüber zu unserer lieben Gitti. Hi. Schön, dass das heute wieder klappt. Ja. Ja, das letzte Video ist richtig gut angekommen bei den ganzen ZuschauerInnen. Ja. Aha, okay. Und die haben auch gesagt, dass sie deinen Garten richtig toll finden, aber du hast die Kommentare ja auch gelesen. Ja, ich habe sie gelesen. Ich freue mich auch drüber, Ja. wenn es euch gefallen hat. Ne? Und ich sehe, du bist schon wieder am Blätter sammeln. Ja, es ist alles so trocken. Und die Rispenhortensie benötigt eigentlich viel Wasser. Aber so viel kann man ja gar nicht gießen. Und das ist ja Rispenhortensie, weil sie halt aussieht wie rispenförmig. Genau, Ne? Nicht, genau. nicht so rund wie die Schneeballhortensie zum Beispiel. Es Ja? gibt ja verschiedene Arten von Hortensien. Ja. Ne? Und die fand ich halt auch schön. Die sieht aber gut aus. Riecht die auch gut, oder? Na, riechen Nicht so tut doll, sie. ne? Aber Nee, da hast du Sachen, die mehr riechen bei dir im ja, Garten, ne? aber sie ist halt schön, ne? Ja, und das die ist sie. Bienen gehen ja auch gerne ran. Auf jeden Fall. Hast du da einen speziellen... Ah ja, hast du da einen speziellen Pflegetipp? Was, machst du da auch Kaffee ran, oder? An Hortensien mache ich immer Kaffeebohnen dran. Also das habe ich ja schon in jedem Video gesagt, ne? Und ab und zu macht man auch mal Flüssigdünger ran, ne? Aha. Kannst du auch machen. Und darunter sind ja immer noch die Maiglöckchen, ne? Ach, und die wuchern ja wie die Pest. Deine geliebten Maiglöckchen, Ah, ja, es ist natürlich... Ich habe die schon so ausgegraben, aber die hatte ich mal von einer Nachbarin und da dachte ich mir, ach naja, ein paar kannst du ja reinmachen. Ja. Aber wie du siehst, es wuchert. Aber ist ein schöner Bodendecker ja letztendlich Ja, auch, natürlich. Ne? Da hast du weniger Wasser, was du dann... Und die Hortensie hat so ein bisschen, sag doch, Schatten an der Schutz, Wurzel. genau, Ne? genau. Ja. Ja, sieht ja bei dir schon vorne sehr einladend aus, muss man echt sagen, Ja, ne? na, die Rosen sind jetzt auch so langsam. Ich beschneide sie immer, aber hatte vorhin auch welche abgenommen. Aber es ist ja fast wieder alles zu trocken. Und Also beschneiden heißt, wenn die verblüht ist... ich habe jetzt gerade abgenommen, ne? Ja. Du weißt ja so. Genau, damit keine Blüten Und rumliegen, dann ne? schneide ich schräg ein, wenn es regnet, dass es nicht direkt drauf trifft. Ne? Ja. Und dann fangen die so wie hier, hatte ich ja auch beschnitten, dann kommen wieder neue Knospen. Dann treiben die wieder aus, Ja, ne? Das ist ja. natürlich toll. Ja. Also, man sieht Du das hier, siehst ja, genau. ich habe die Blüten so abgenommen hier, so wie ich es euch mal gezeigt habe. Ne? Und ihr müsst natürlich aufpassen, dass da keine Biene drin ist. Das könnte wehtun, ja? Es hat mal hier brodelt in mein... da habe ich ganz schnell losgelassen. ja, das passiert dann ganz Ich schnell. wollte ja Ne? nicht gestochen werden, ne? Weil das piekt ja doch ganz schön. Ja. Dein Busch ist wieder zugewachsen. Ja, der ist wieder schön zugewachsen. Ne? Ne? Da war ja, hast du ja ein kleines Versteck drin gehabt, ne? Mein Buchsbaum, ja. Ja. Immer Zigaretten werden da hier bunkert. Ne? Und die ist jetzt auch abgeblüht. Wir waren ja in Urlaub, ne? Ja. Und die ist auch sehr trocken. Guck dir das an. Weißt du, was das ist? Nee. Wie die heißt? Nee, aber du hattest einen Busch, Ja. den du von Netto oder einen, den du Ja, von, das das sind ist der die. von Netto. Das sind Da die. hatte nämlich jemand gefragt, jetzt Ja. vor kurzem erst, was es ist irgendwie Ja, so. Aber vielleicht, wir müssen uns das auf jeden Fall mal merken, Ja. vielleicht benutzen wir nachher mal Google und gucken, ob wir Ja, ja. rausfinden können, wie das Aber heißt. viele haben ja auch eine App, ne? So eine App, ne? Genau. Ne, wo man nachgucken. Ich hatte mal eine, ich mache das nicht Ach, weißt mehr. du- Das ist eine Verbene, ne? die- Die hatte ja damals nicht geblüht. Ja, die Verbene, ja. Ja, und da gehen ja auch die, guck mal, da sitzt gerade eine. Ja, na, wir hatten so überlegt, auch mal, ich habe gelesen, es gibt so Teppichverbene, heißt sie, die ist dann Flacher. flach Ja. und die kann man auch nehmen an Als bestimmten Stellen, Bodendecker. wo der Rasen nicht so gut wächst, ne? Weil Ja. der Rasen ist ja auch immer so, braucht ja viel Feuchtigkeit und die Verbene ist, wie man ja hier offensichtlich Ja. sieht, sehr genügsam. Was ist das hier? Du, die habe ich auch mal von Elke. Weil? Das sieht aus wie so ein Edelweiß, ne? Weil mir war halt, bei uns wachsen auch ein paar davon Ja. und da drüben bei der Nachbarin, Ja. die hat das ganz viel im Vor. Und ich denke mal, die hat sich bei uns rüber ausgesät Das irgendwie kann so. möglich sein, weil wir haben von überall immer welche bekommen. Ja. Und jeder tauscht ja, ne? Ja, ja, klar. Und die vermehren sich ja dann automatisch.
Dieses schöne Gelb ist ja auch Du, da toll, hatte ich ne? auch mal eine Tüte mit Samen. Ja. Und da waren verschiedene Sorten drin. Und dann kam die und die fand ich so schön. Und die ist jetzt auch bei Trautchen drüben auch. Und was ist das für ein... Da ist der Samen drin. Aha. Ja, da Das ist der ja Samen sehr drin. merkwürdig. Also das Ja. heißt, das blüht ab und Ja. dann kommt das irgendwann. Ja, genau. Spannend. Also Ja. das ist ja... Also manche sind schon interessant, ne? Guck mal, die kleine hatte ich ja auch bei Netto geholt. Ja. Die hatte ich jetzt dieses Jahr und die kommt recht gut, aber die ist sehr vertrocknet. Ja, da müssen wir mal, da gucken wir Ja, nachher und mal die unbedingt. Hortensie blüht jetzt da hinten auch schön. Machst du was für die Farbe oder Nee, die Farbe ist so. die kommt, du machst Ja. jetzt nicht irgendwie Hortensie Nee, blau ran oder nein, so? Nein, Da wird gleich noch schnell ein bisschen Gras rausgerupft. Ne? Bisschen Ordnung muss sein dann. Ja. Das ist, weißt du was, letztes Mal, ne, war Ja, ungefähr 200 Kommentare, die gesagt haben, was ist das? was war das nochmal? Storchenschnabel? Oder Nee. Frauenmantel. Ich Oder weiß es nicht. Frauenmantel. Eins von den beiden Sachen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob das jetzt Storchenschnabel oder Frau. Also ich bin, Also mir ist es egal. Ich Ja. weiß, wenn es geblüht hat, ne, dann kann man nochmal runterschneiden und dann kommen nochmal die Blüten. das war aber jetzt schon das zweite Mal, oder? Nein, das erste Mal. Oh, okay. Ich Ja, da habe haben wir jetzt, vollkommen runtergeschnitten. ja, Und dann kommen die nochmal. ja, bin ich mal gespannt. Ich meine, Ja, schreibt mal in die Kommentare. Mir ist es so wurscht. Ich weiß, wie die aussehen. ich weiß nur, dass es so viele Kommentare gab. Das ist Storchenschnabel, nicht Frauenmantel oder umgekehrt. Genau weiß ich es einfach auch Ja. nicht mehr, weil es uns ja im Grunde auch, Hauptsache sieht gut Ja, aus. ja, ne? genau. Ja, cool, dann lass uns doch mal reingehen. Direkt, Ja. wa? Und jetzt sehe ich hier, du hast einmal, das ist ja so ein Hut, wie du auch ja. von Bärbel Von hast du Bärbel, bekommen. ja. Genau, und von Bärbel hast du auch was bekommen, was wir auch haben, diese Diese Gelenkblumen. Genau. Die haben wir nämlich da vorne am Haus, da habe ich ewig gedacht, da passiert ja gar nichts, weil Doch. die ewig einfach nur grün Ja, waren. Die brauchen ja? aber eine Weile. Und jetzt sind sie guck halt mal, auch- Guck mal da, die Da kommt Hummel. die Hummel gleich, ja. Alles geht dran. Die Hummel geht aber danach Ja. dann auch direkt zum Hibiskus. Ja, der fängt jetzt an. Der hinten, der blüht schon wie verrückt. Blüht schon richtig gut, ja. Ja. Die sieht aber auch schön aus. So Aber wilde- guck mal, die verblühen halt immer schnell einen Tag und dann Ja. sieht's so aus. Aber ich bin noch nicht heute zum Schneiden gekommen. Ja. Ich schneide die dann ab und dann kommen eventuell ein paar neue. Ja, hier auch so ein paar wilde Ja. Blumen, ne? Also wild im Sinne von, Ja, dass ja. sie können ja hier wachsen, wie sie wollen, ne? Aber es sind ja Genau. richtig schöne Sachen, die du hier hast. Nachher gehen wir mal so rum und dann. Ja, na klar. Ja, da sind meine kleinen Astern. Ah ja, Astern habe Ja. ich letztens, auch liebe nochmal ich ja geholt, auch. welche. Ja, ich habe euch ja auch ein paar eingepflanzt. Die werden aber Stimmt, das größer. war, ja, Die das werden sind größer. Und die, guck mal, die Rosen, ne, die habe ich auch immer, die schneide ich immer ab und dann was machen die Blattläuse? alles weg, Robert. Reguliert. Das waren Ja. wahrscheinlich, entweder war das halt das Nebenöl oder die Marienkäfer. Wer weiß. Ich keine Ahnung. Man weiß es nicht, ne? Aber das geht ja mit der Saison dann. Ja. Aber hier, der mickert jetzt auch. Bei manchen ist es jetzt so ein bisschen schon zu Ende, ne, weil es einfach zu warm ist. Ja, ist zu viel, Ja. muss. Ja. Aber du siehst, es blüht ja alles. Die sieht ja auch die toll aus. Magnolie hat auch wieder geblüht. Die hat, guck mal hier vorne. Bei euch ja auch. Bei uns auch, aber nur ein Teil hier vorne, Ja, ne? Da ja. sieht man sogar noch ein bisschen, nicht ja, viel. Ja. Und was halt spannend war, wir haben ja zum Anfang, da oben ist auch noch eine, Ja. wir haben ja zum Anfang, hatten wir ja beobachtet, dass unsere Magnolie, wie als ob sie so Frost bekommen hat, ne? Dass sie so braune Stellen dann hatte. Aber das Die hatte die erholen jetzt sich. auch. Aber Ja. diese braunen Stellen hatte die jetzt auch. Ja, Also ich vielleicht glaube nicht, durch dass die das... Sonne. Ja. Ja, so oder so. Und hier ist ja auch, wobei das ist ja auch Na, dann... ist jetzt vertrocknet, Ja, ja. ne? Die hat schön geblüht. Ja. Und jetzt ist sie vertrocknet. Da hatte ich 2 Stück von. Und da habe ich gedacht, was fängt die nochmal an zu blühen? Ja, verrückt, oder? Aber deine ja auch. Ja, die ne? hatte auch nicht ganz, aber halt ein Ja. paar. Ne? Das und ist, eure Gladiolen sind ja herrlich. ach, die sind wirklich... mich Also die sind jetzt mich nervt's nur immer dieses rein und raus und rein und raus. mit den Gladiolen, ja. Ja. Aber ich habe gelesen, die kannst du auch stehen lassen. Es gab auch Leute, die geschrieben haben, dass sie die immer schon Ja, drin lassen. ja. Und das ist, hat auch immer... Und ich habe die immer rausgenommen und das hat mich genervt. Ja. Du weißt ja gar nie, wohin mit. Ja. Mal gucken, du, was... Also nächstes Jahr mache ich mir auch mal wieder Gladiolen und lasse die einfach drin. Die hatte ich bei euch da so schön am Zaun. Ja. Und die waren herrlich, aber dann musste ich die Zwiebeln wieder rausnehmen. Schreibt doch mal, was eure Erfahrungen mit Gladiolen sind. Nehmt Ja. ihr die raus im Winter, Ja. weil sie ja nicht so sehr frosthart sind, oder lasst Ja. ihr die drin? Wird uns interessieren. Ne, Ja, Gitti? ja, klar. Ja. Hier habe ich auch schon ein bisschen runter. Deine Fungien sehen ja auch ein bisschen traurig aus, ne? Die hatte ich ja da geteilt. Ja.
und rübergesetzt. Ja, die muss ich jetzt erstmal wieder an einen neuen Platz gewöhnen. So akklimatisieren so ein bisschen. Genau. Ne? Und dann ist natürlich mit dem Wetter auch... auch... die ich gegeben habe, sind die gut angewachsen? Ja, ich meine, wo waren denn die jetzt nochmal? Doch, da... ja, wir hatten hier vorne welche ja. drin und so. Ich bin gerade gar nicht so auf dem... Nee, da haben wir auf jeden Fall in diesem so. schönen, in diesem kleinen Streifen, was wir da gemacht haben. Stimmt, ja, ja. vorne, ne? Glaube ich, großartig geblüht nicht, guck aber... dir mal an, der wächst hier immer mehr, ne? Ja, das ist ja dein Ahorn, dein Zierahorn. Genau. Ne? Ja, und du siehst ja hier Physalis. Ja, sind die jetzt essbar oder? Ich weiß es nicht, Robert. Ich weiß es nicht. Wollen wir nicht probieren, ne? Könnte ja bei so einem Nachtschattengewächs dann auch nach hinten losgehen. Ich habe sie noch nicht probiert und werde es auch nicht. Nee, aber mal gucken. Aber die kannst du die sind auch ganz klein. Du kannst die auch abschneiden und trocknen. Ja. Und als trocken nachher. Ja, zum Basteln vor allem Meine auch, Schwester hat die gerne genommen. Da musste ich immer einen Strauch vorbeibringen. Ja, oder wie zum Basteln, wenn du in eine Bastelgruppe gehst. Ne? Ja. Warst du ja heute wieder. Ich war. Vielleicht kannst du uns da auch mal mitnehmen. Frag mal deine Frauen, ob wir da mal vorbeikommen können, mal gucken können, wie ihr Vereinsleben so ein bisschen aussieht. Wir haben heute so Keilrahmen. Erstmal den Untergrund gemacht. Ja. Das muss ja alles erst trocknen. Ja, klar. Dann haben wir schön Kaffee getrunken und jeder macht mal einen Kuchen. Heute gab es Pflaumenkuchen aus dem Garten mit Streusel. Wer hat den gemacht? Na, auch eine Gartenfreundin. War nicht Bärbel, weil die hat auch Pflaumen. Weil ich überlege gerade, da vorne ist auch dieser Pflaumenbaum. Bärbel, die kann auch gut backen. Die macht auch schön. Naja, ja. Aber ich frage mal. Was ich hier erkenne, ist der Sommerflieder. Schmetterlingsstrauch. Oder Schmetterling. Ist Kannst Schmetterlingsflieder das gleiche wie Ja. Sommerflieder? Ja, okay. Und da gehen auch viele Schmetterlinge ran? Ja, und dann schneide ich eine Biene immer ist die, auch. guck mal, nee, das macht nichts. Und die trocknen, die schneide ich dann ab. Ja. Weil es kommen ja immer wieder neue. Ne? Die kommen dann an der Stelle, wo... Genau. Gott, da sind die Tauben wieder unterwegs hier. Siehst du, ich schneide die hier ab. Ja, Und wenn die abgeblüht ist, schneide ich hier runter und dann kommen die wieder. ja, klasse. Und ja. guck mal, da siehst du, da sind die Bienen schon dran. Ja, die Da. lieben das ja auch. Und der riecht auch. Der riecht so ein bisschen, ja. definitiv. Zumindest wenn man ein bisschen rangeht, riecht die Und guck ganz mal, schön ich liebe dufte, die ne? Farbe, ne? Ja, ist eine tolle Farbe. Ja, ist so ein bisschen passt fast zu deinem Outfit. Fast. Sag ja, ich liebe Blau. Ja. Das ist so mehr Violett, ne? Ja. Aber du siehst, hier kommen überall. Und das sieht ja auch schön aus, dieses Ja, Lila mit ja. diesem Orange da Aber drin guck mal, quasi alles noch. Ne? zerfressen. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Tja, das ist eine gute Frage. Ja. Da weiß ich nicht, was sich da dran Ja. zu schaffen macht. Vielleicht wisst ihr das ja. Ja. Naja, vieles ist vertrocknet. Und hier haben wir die Weide runtergeschnitten, Ja. weil die treibt nachher wieder neu aus. Die war auch vollkommen vertrocknet. Ah, Die ja. brauchen alle Wasser. Ja, Wasser ist ein heikles Thema und deshalb Ja. ist es ja auch gut, wenn man hier solche bodendeckenden Pflanzen Und hat, wie guck du hier hier, zum Beispiel. siehste. Das ist jetzt der Hibiskus. Oh, Und guck mal hier. das ist ja auch ordentlich was Und los. guck mal, und wenn ich die abziehe, dann muss ich aufpassen, Dass du keine Biene drin hast. dass Ja. keine Biene drin ist. Ja. Weil das mache ich abends immer, weil jetzt, wo die Sonne scheint, da sind die wie verrückt dran. Also, ja, ich weiß, du hast Angst. Na, es geht Aber schon. ich bin auch einmal gestochen worden, aber mir reicht's auch. Also ich bin jetzt auch schon wieder ein bisschen, habe mich auch schon wieder ein bisschen beruhigt. Du Also sollst letztes ja Jahr war nicht schlimmer. schlagen, Ja. du sollst nicht pusten, du sollst einfach stillhalten und weiterlaufen. Genau, man soll auch nicht pusten, weil CO2 macht die ganzen wohl aggressiv. hab ich Nee, gehört. die machen wirklich aggressiv. Flaschenputzer. Meine Flaschenputzer Da hast du letztens zu mir gesagt, dass du jetzt extra den Zettel hingemacht für hast, Bärbel. damit du auch weißt, wie das Ja. der professionelle Ja, oder der richtige ja. Name ist. Ne? Ja. Aber Flaschenputzer sagt man. Ja. Ähm, Und der Uwe, der hat heute gefragt, ob er von der großen Sonnenblume Ja. Samen haben könnte. Und da habe ich schon mit Martin gesprochen. Er will so ein Netz rummachen, weil die Vögel holen ja sonst alle. genau, eine alte Gardine macht er darüber und das hat er bei der einen da vorne, Hat da er ist ja auch schon so eine gemacht. große, hat er schon gemacht. Ja, Und bei der zweiten machen wir es jetzt auch noch mit so einer alten Ja. Gardine aus der Küche. ja ist weißt doch du? egal. Und ich dann- möchte davon auch ein Ja. bisschen. Ja, klar. Die Vögel haben da hinten zwar eine Sonnenblume bei mir, wahrscheinlich, weil ich die Vögel fütter mit Sonnenblumenkernen und Erdnüsse. Und da ist wahrscheinlich auch eine gekommen. Ja. Und guck dir meine Oh, Rose. deine Rose, die ist ja Die hatte wirklich ich, bevor ich im wunderschön. Urlaub gefahren bin, habe ich die schön nochmal beschnitten. Zurückgeschnitten, ja. Und ich habe im Video gesehen, der Martin, der war faul. Der Martin hat die Bananenschale vollkommen eingebuddelt, ohne klein. Ich nehme ein Brett, zack, zack, Messer,
klein. Das ist ganz einfach. Na, ich würde das sogar in einen Mixer packen. Ich bin da richtig vorbildlich nämlich. Nee, Mixer brauchst. Das mache ich. Ich nehme, wenn ich meinen Bokashi-Dünger mache, dann nehme ich die ganzen Obst- und Gemüsereste und mache die im Mixer klein sogar. Aber Martin hat gedacht, ach, das ist so heiß. Wir buddeln die so. Genau, war ja auch wirklich heiß. Und dann schön einbuddeln. Ne? Das ist ja kein Vorwurf. Ich musste nur so lachen. Habe gedacht, Martin. Du, ich musste ihn erstmal dazu überreden, dass er die überhaupt einbuddelt. Ne? Hat sie erstmal nur dahin geschmissen. Ich sage, Martin, wir müssen es, glaube ich, ein bisschen... Und du siehst doch, ne? Ja, wie schön. Super gut, auf jeden Fall. Also Tipp, weil Kalium ist, glaube ich, in der Schale drin und das ist für die, in der Bananenschale, das ist für die richtig gut. Jeder kann es doch machen, wie er möchte, ne? Und wie er Erfolg damit hat. Manche machen was anderes rein. Genau. Weißt du, was das für eine weiße Blume hier ist? Das ist Phlox. Das ist Phlox, ja, okay. Und Phlox benötigt auch sehr viel Wasser, wie die Hortensie. Also wenn es weiterhin so heiß bleibt in Deutschland, dann kann man keinen Phlox mehr leider pflanzen, weil Phlox benötigt viel Wasser. Aber ist das mehrjährig? Ja. Ja. Den habe ich schon ewig drin. Ja. Und guck mal, ich muss auch immer aufpassen, wenn die Bienen nicht da sind. Ne? Einfach runterziehen und dann blüht der nochmal. Du siehst schon die nächsten. Ja, die kleinen, das stimmt. Ja. Gucken wir mal, das ist ja... Und da kommen dann, siehst du, so wie hier, die zieht man dann ab. Manche wissen das nicht, schneiden runter und denken, ach, das ist jetzt abgeblüht. Ne? Ja. Aber man lernt ja immer mit der Zeit dazu. Auf jeden Fall. Ich bin auch nicht Dr. Allwissend, aber wenn du jahrelang einen Garten hast, dann lernst du, ne? Du, ich habe das ja schon gemerkt, dass wir in den 1,5 Jahren jetzt so viel schon dazugelernt haben. Auch mit deiner Hilfe und der Hilfe von anderen Gartenfreundinnen irgendwie wollte so. Wollte ich gerade sagen. Und dann kriegst du ja Kommentare und dann behältst du ja doch einiges, ne? Ein paar Sachen schon. Ja. Wichtigste ist, man muss Tim fernhalten davon und dann wird es. Ich habe letztens wieder das Video gesehen mit dem Hammer, ne? War köstlich. Stimmt, bei Kabel 1, ne? Die letzte Folge von den Schrebergärtnern. Und Lavendel habe ich auch schon wieder abgenommen und trockne das und ich habe so Säckchen, ne? Machst du? Extra für morgen. Habe ich letztens auch gesehen, wie das jemand gemacht hat auf einem YouTube-Video. Wo schneidest du die ganz... Ich schneide hier ab. Also am Ende aber nachher musst du die ja runterschneiden. Machst du die komplett guck mal, so wie hier. Hier habe ich schon angefangen. Ne? Ja. Da habe ich schon angefangen, weil ich den Samen raushaben wollte. Die sind eigentlich schon ziemlich zu weit, weil wir ja in Urlaub waren. Aber die sind hier noch gut und da werde ich mir noch einige abnehmen. Die musste eigentlich dann nicht bis ganz unten hinschneiden, nur so, dass sie im nächsten Jahr wieder treiben. Und wenn du da die Säckchen gemacht hast, was machst du denn damit? Na rein in den Schrank, mag die Wäsche. Damit es gut riecht. Nicht gut riecht, gegen die Motten. Ach, gegen Motten riecht aber auch gut. Und dann packe ich mir unter das Kopfkissen. Ja, kann man gut schlafen. Ja, habe ich gehört. Tee ist ja auch... Ja, ich habe ein paar Säckchen. Und du siehst ja Tomaten. Ringelblumen, die sind auch jetzt, weißt du, die musst du ja auch einzeln, guck mal, ich muss jedes einzelne abschneiden. Das hat bei uns eine Freundin, das hat Katja letztens gemacht. Die kam zu Besuch und die sagt so, oh, ich möchte mal wieder was Meditatives machen. Sie kann ja nicht zu mir rüber. Ja, okay, sag ich ihr Bescheid auf jeden Fall. Du, die müssen ja abgeschnitten werden, damit wieder neue kommen, ne? Hast du mal Ringelblumensalbe gemacht? Ich hatte früher im Schwarzwald, weil ich mal mit jemand befreundet war aus dem Schwarzwald, und die Mutter, die hat mir immer Ringelblumensalbe mitgegeben. Wunderbar. Aber ich habe mich jetzt nämlich gefragt, ob man dann, nimmt man denn diese halb vertrockneten wahrscheinlich und nimmt mit Glycerin und dann wird das irgendwie so gekocht oder so. Ja. Ich weiß nicht. Hätte ja sein können. Sie hat für mich immer gemacht und mir das zugeschickt. Ne? Ja, ist ja nicht weil schlecht. Ich früher ja Waldwanderung gemacht habe. Und da hat die immer gesagt, wenn du kommst, nimmst du immer mit. Was hast du hier für eine Kugel? Was ist das? Das sind so Zwiebeln. Das sind so Zwiebeln? Lauch, ja. Oder Lauch, so wie wir auch drüben haben. Genau, so wie ihr. Und da sind ja immer die Bienen rangegangen. Guck mal, und da kommen die Samen auch ist Samen drin, ja. Toll. Und dann kannst du schütteln, siehst du? Ja. Und dann kommt nächstes Jahr wieder. Guck mal, siehst du? Sehr schön. Da waren ganz lange bei uns die ganzen Bestäuber dran. Hier sind nochmal Bärbel. Da sind die Gelenkblumen, genau, die scheinen sich ja auch hier gut zu verbreiten dann, wa? Ja, naja, vieles ist jetzt schon hin, ne? Magnolie, guck mal, hier war auch noch hier. eine guck dran. mal da oben. Ja, da ist auch noch eine. Ja. Siehst du, die sieht sogar ziemlich frisch aus, muss man sagen. Ja. Ich sag ja, mitunter erscheinen dann auf einmal Blüten. Wo man ganz überrascht ist wieder, ne? Ja. Gehen wir hier mal lang.
Hecke ist auch schön geschnitten. Ja, ne? die ist wunderbar. Wann hat Robby das letzte Mal das gemacht? Warte mal, Montag. Ja, siehst du, ich wollte gerade sagen, sieht auch sehr akkurat aus. Und guck dir mal mein... der Pak Choi ist ja wirklich super. Der Pak. Und deine Melone, ne? Aber ich hoffe, Hast du noch keinen Fruchtansatz dran, wa? Nein, guck mal, Blüten sind dran. Ja, meine sind draußen halt, haben auch nichts dran, aber drinnen umso mehr. Habe ich 4 richtig fette Melonen dran. Ne? Also und bin ich auch guck mal, mein Dill ist, Bärbel wird ja. sich freuen. Die hat gesagt, Mensch, dieses Jahr hast du keinen Dill. Und da sag ich, du, ich hab ausgesät, ne? Ja. Und jetzt kommt der wie verrückt. Die macht ja immer Schüttelgurken. Sie kommt, ja, stimmt, dann brauchst du Dill, ne? Sie kommt morgen wieder zu Besuch. Ja. Und dann kriege ich immer ein paar Schüttelgurken. Na, super. Ich habe so viel Gurken verschenkt zu Hause auf dem Briefkasten. Die freuen sich alle. Ich habe gestern mitgenommen, heute mitgenommen. So viel kann man ja gar nicht essen. Ja. Hier sind noch mehr Ringelblumen, aber die sind ja auch gut für den Boden, habe ich Und gehört. ich habe gerade heute wieder Tomaten abgenommen. Aber du siehst, guck mal, es ist so langsam. Ja. Langsam zu Ende, ne? Ringelblumen, ja, die vermehren sich ja auch alleine. Guck mal, der Rosmarin, auch zu trocken. Extrem trocken, ja. Oh, was ist das Thymian da? Oder wo die Bienchen dran sind? Das ist Bohnenkraut. Bohnenkraut, okay. Weil da sind ja auch ganz viele... Ja, und das daneben ist Melisse, ne? Ah ja, die Melisse. Und du siehst ja hier auch die Hortensie. Ach, an die Gurken. Ich habe so viel Gurken gehabt, das war der reinste Wahnsinn. Ja, das ist... Ja. Als Andi im Urlaub war, der hatte ja auch und mega Paprika, viele Gurken. Guck mal, ne? Da siehst du die Paprika. Ah ja, die sehen gut aus. Habe ich auch schon ein paar Stück abgenommen. Die sehen auf jeden Fall... Ah, siehst du, da hast du diese andere hast du hier auch, in Größe auch schon, ne? Ein bisschen. Und da ist die Hortensie... Guck mal, kleine Himbeeren, das sind ja Mini-Sträucher, ne? Spannend, wobei die Himbeeren sind auch ganz schön klein, muss ich sagen. Ne? Ja. Also... Du, ich habe noch mal nachgeguckt nach meiner Süßkirsche, fall nicht. Ja. Und die hatte ich ja bei Amazon mal bestellt. Und die ist als Süßkirsche mir verkauft worden. Und du siehst ja, ist eine Sauerkirsche. Ja. Ne? Na, die wollen wir ja gerne haben. Ja, ne? ja, aber jetzt ist es wieder so heiß, jetzt haben wir wieder Guck irgendwie dir den mal die Zeitpunkt Tomaten, verpasst. Ne? ich hatte ja geerntet und so wie bei euch. Ne? Ja. Und hier hinten. Sieht doch gut aus. Ja, also ist ordentlich Ertrag dran. Ja. Auf jeden Fall. Und vor allem alles auch im Freiland. Ne? Also man muss nicht unbedingt ein Gewächshaus haben für Tomaten. Einfach mal ausprobieren. Und die sehen ja top aus. Wir haben hier so ein Dach drüber, ne? Aber im Grunde genommen brauchst du das ja nicht. Und siehst ja, die Äpfel sind jetzt hier auch langsam reif. Ja. Ne? Echt? Die sind so klein reif dann auch? Ja. Okay. Die dauern noch eine Weile, aber die fallen schon ab, da könntest du schon einen probieren. Mhm. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Aber ist dies ja auch ein bisschen mickerig, ein bisschen klein. Ja, ne, muss Guck Wasser mal hier, und so. Hier sind sie ein bisschen größer. Ne? Ja. Aber das ist ja halt ein Mini-Baum, ne? Das ist ja kein... Praktisch halt, ne? Ja. Gerade für einen Kleingarten, wo man ja auch nicht so viel Platz hat einfach, ne? Und den hatte ich mir aus dem Urlaub mitgebracht. Ist auch eine Hortensie, oder? Nein, das ist keine Hortensie. Oh Gott, ja wieder. Vielleicht steht es auf dem Dings drauf irgendwo. Guck mal, da ist ein Code und gewesen. das ist extra für Bienen. Passport, Pflanzen. Das ist der Passport, ne? Der Pflanzenpassport, aber steht nicht drauf, was es ist. Es stand nur drauf für Bienen. Ja, sieht doch auch. Und für Schweinchen, würde ich sagen, ne? Ist nicht winterhart, stand dran. Das ist doch... Die habe ich aus Norddeutschland, meine kleine Sau. Deine kleine Sau, ne? Ja. Und die Hortensie, guck mal, die kriegt jetzt auch schon, man kann sich auch ein paar in die Vase stellen. Ja. Du kannst du abschneiden, ne, wenn sie schön weiß noch sind, aber die fangen jetzt auch an durch die Sonne. Das ist ja. Ist alles vertrocknet. Ja. Und hier gießen wir wirklich genug, aber die Hortensie braucht viel Wasser. Ja, der Rasen sieht ja auch hier ein bisschen... Ach, überall. Ne? Also... aber letztendlich, ich habe auch wirklich überlegt, ob man statt Rasen nicht irgendwie so schöne guck mal, der Apfel Bodendecker sieht ja schön aus. Da gebe ich dir mal später welche. Vielleicht schmeckt er dir, ja, klar. wenn er reif ist im nächsten Monat. Also Äpfel sind wir auf jeden Fall Fans auch. Ja. Ja, und das ist guck mal hier. Die Tauben. Da hängen Tauben überall. Und vorhin, ich hatte ja Futter reingemacht. Und, kann sich die Gäste halt nicht aussuchen. Ne? Da kommen dann halt auch Tauben. Ja, und Ratten haben wir ja auch, ihr Mäuse. Wir gehen mal nachher. Guck mal, unser Olivenbäumchen, das kommt jetzt gut. Ach, da sind sogar Oliven dran? Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Da können wir mal einen griechischen Abend machen hier demnächst. Genau, und Knoblauch einlegen. Ja, ein bisschen Knoblauch noch und dann würde man sagen, hast du auch ein, und hier hinten ein Feta-Bäumchen? Genau. Oder?
hier ist auch alles, ist einfach alles zu trocken. Ist zu trocken, ne? Guck mal, ist alles schon verblüht hier. Ich schneide auch immer runter. Du musst ja jedes einzelne runter und das macht Arbeit, ne? Ja, das ist ja natürlich schade mit der Fungi, dass wir jetzt auch wieder zu spät kommen. Ja. Ne? Weil letztes Mal hat die ja noch nicht geblüht und jetzt ist sie verblüht. Aber irgendwie blöden Zeit, wobei, das stimmt ja gar nicht. Also hier ja schon, aber das hier sieht ja schon alles noch toll aus, oder? Das sieht noch toll aus, ja. Die ganze... Aber wenn die nachher schön groß ist, der Hibiskus, du, dann hol ich dich. Da kannst du gerne ein Foto von machen. Oh ja, da bin ich wenn sehr die gespannt. Aufgeht. Aber da die hat schon so viel Blüten. Ne? Da hast du ja damals schon sehr von geschwärmt und da war es ja noch ganz klein irgendwie. Hast du ja richtig zurückgeschnitten. Die kommt auch immer ne? sehr spät. Und guck mal, die Tulpenpflanze. Das ist eine Trompete, oder? Trompete, genau, ja. Manche sagen Tulpen, manche sagen Trompete. Spanische Klettertrompete, irgendwie sowas, glaube ich. Ne? So ist das, was... Und guck mal, hier ist mein Pavillon. Hast du aufgeräumt in deinem Pavillon? Ja. Ich habe aufgeräumt, weil ich schlafe ja hier draußen am Wochenende mal. Wetter, ne? Ne? Und dann hat die liebe Gitti ein Moskitonetz. Ne? Und ich hatte mir bei Chibo extra was gekauft, dass mein Bett hier immer schön sicher ist, wenn es regnet. Ah, super, ja. Und das kannst du auch im Winter draußen lassen, da wird es aber noch mal in Plastik eingepackt. Und das finde ich ganz toll. Na, ich finde es ja ein bisschen spannend, weil wenn du hier, man muss jetzt, ich schwenke mal rüber, da haben wir vorhin unseren Grundgang begonnen draußen, ja. Und ich habe das mal gehabt, dass ich in der lauen Sommernacht hier dann nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad, ja. Und da habe ich mich mal hier hingestellt und hat Gitti, habe ich gehört, wie sie Fernseher hast du geguckt. Ne? Macht dir das gemütlich? Ich hätte ja ein bisschen Angst. Nö, ich nicht. Ich hab den Tisch hier, den stelle ich mir hier in der Ecke und hier unten habe ich Strom. Ja. Und dann mache ich den Fernseher hin unter meinem Moskitonetz und dann kann ich Fernsehen gucken. Ich kann Radio hören. Ich habe ja Strom hier. Ja. Du, das ist ja auch total, sicherlich auch ein bisschen, gerade bei so tollem Wetter, schöner. Ja, ne? weil drin im Haus ist es so warm. Ja, gut, das ist bei uns ja nicht, weil wir haben ein Steinhaus, aber bei euer ist ja nicht so massiv wie unseres. Nee, ne? ihr habt Stein, ja. Aber bei uns muss dafür das Haus erstmal gemacht werden. Ja. Aber wie gesagt, hier schläft sich das Wunder. Und dann kannst du den Abendhimmel sehen, wenn Vollmond ist. Und wenn ich aufwache, dann hole ich mir einen Pott Kaffee, trinke mein Käffchen. Das ist schon schön. Und wenn du aufstehst morgens kannst du dich mit deinem Kaffee auch mal so hinstellen und gucken, wer da so kommt. Ja, ich würde mal sagen, das ist schon so ein Schrebergartenleben, oder? Und das kann man auch leben. Das ist halt der Sommer, ne? Aber wenn der Winter kommt, dann ist natürlich... Das ist nichts für Gitti. Gitti wandert ja erstmal aus 2,5 Monate nach Thailand. Du gehst zu deinem Sohn nach Thailand. Da beneide ich dich ja sehr drum. Ja? Da beneide ich dich ja sehr drum und ich überlege ja auch schon wieder, ob ich nicht im Frühjahr wieder nach Thailand... Im Moment ist Regenzeit, es regnet viel. Ja. Aber mein Sohn sagt Gott sei Dank auch abends mal, ne? Weil er ja mächtig am Bauen ist. Er hat Schweineställe gebaut für Hühner. Ja, klasse. Über 8000 Fische eingesetzt, also... sind ja Selbstversorger da. Ja, das ist doch super, wenn man da so was machen kann. Und du in Thailand hast du, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten als in Deutschland. Naja, ich kenne ja da auch einige. Ich war ja da schon 3 oder 4 Mal. Ne? Und der Bürgermeister fragt auch immer, wann kommt Gitti? Ne? Ja, klar. Die wollen dich da, du vielleicht irgendwann, ne? Immer im Winter dann da und im Sommer hier. Das wäre doch eigentlich, also ich finde es eine schöne Vorstellung, ehrlich gesagt. Und du siehst ja, ich habe viel aus Thailand. Ne? Ja, das finde ich auch echt toll. Also da muss ich auch sagen, der Mönch hat mich auch mal gesegnet und da habe ich dann auch viele Sachen bekommen, Glücksbringer. Ne? Ja. Jetzt stehen wir hier nochmal vor deiner wunderbaren Rose. Ich versuche uns mal beide rauf zu klemmen, uns beide schön halten. Wir sagen danke, dass ihr uns wieder begleitet habt. Und vielen, vielen Dank für eure lieben Kommentare. Und diesmal auch wieder reinschreiben, ne, was für Pflanzen. Was wir nicht wussten, was ist und so. Ja. Genau. Und dann werden wir ganz sicher auch ganz bald wieder mal aus Gittis Garten was zeigen. Auch weil da hinten, was war das, Hibiskus? Weil wir auf den Hibiskus warten. Der kriegt nachher so eine Blüten, also echt super. Und da sind wir echt gespannt. Und wir sagen bis dahin erstmal Tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.